Alleinsein in der Natur kann was sehr Schöpferisches sein. Und man kann sehr viel dabei gewinnen, wenn man sich aussetzt den natürlichen Witterungen, den Landschaften, den Böden, wenn man quer durch die Wälder streift. Oj, der Mensch, na bossa vedom paršoj, a stoj, was blidi nit ber Ich möchte kein Einsiedler sein, sondern es schöpferisch wird es dadurch, dass man später dann nicht mehr allein ist, dass dann wieder eine Phase kommt oder ein Moment, wo man diese gesammelten Eindrücke und Überlegungen und so wieder mit anderen teilt, nach Hause kommt oder auch in die Stadt kommt, zum Konzert kommt, wo dann das wieder weitergegeben wird. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater durch den Sohn im Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. In diesem Wort Alleinsein steckt ja das Wort All und Eins drinnen. Und wenn man so ganz bei sich ist oder ganz in der Verbindung ist mit Gott, dann weiß man sich auch ja mit allem verbunden. Also es ist etwas, wo man ganz für sich ist und trotzdem mit der Schöpfung verbunden.
gibt auch Phasen, wo man sich einfach ja, einmal an jemand anlehnen möchte oder eine Schulter an der Seite bräuchte, dass man auch jemanden spürt. Das habe ich natürlich nicht. Ja. Und das sind auch Phasen, ja, die gehören einfach zu diesem Leben dazu. Und ich glaube, es gibt keine Lebensform, wo man alles gleichzeitig haben kann. Ich als Frau, die Mitte 40 ist, die keine Kinder hat, keinen Mann hat, alleinstehend sozusagen lebt, dass das schon auch in der heutigen Zeit manchmal komisch angeschaut wird. Ja? Also, obwohl man sagen würde, okay, das ist ja egal, ja? In der heutigen Zeit muss man nicht verheiratet sein und ich bin eine emanzipierte Frau und so, ja. Aber ich merke schon, dass das auch was macht, teilweise mit Leuten. Also ich werde irrsinnig oft gefragt, ja, so quasi, und hast du Familie? Und wenn ich dann sage, nein, ich habe keine Kinder und ich habe auch keinen Mann, dann merkt man schon bei manchen Leuten, dass das irgendwie so, aha, okay, na ist sie dann glücklich? Kann sie dann überhaupt glücklich sein? Ja? Zum Geschenk, da liegst du nie falsch. Gegessen wird ein wie immer. Ja, das darf man einem Vegetarier wahrscheinlich nicht erzählen, ne? Ja, die gibt's auch mit Tofu-Würst. Nur die Körbe sind leider schon reserviert. Aber ich stehe einer gern was zusammen. Tofu-Würste, was soll das sein für So ein Tofu-Schwein. Ja, es ist eine Überlegung wert, gell? Momentan ist aber jetzt eine Phase, wo ich es eigentlich recht genieße. Einfach auch, weil ich jetzt für mich das Kunstmachen entdeckt habe und da eigentlich doch recht aktiv bin und froh bin, dass ich sozusagen die Räumlichkeiten in meiner Wohnung zur Verfügung habe. Ja? Also sprich, dass ich einen Platz für meine Nähmaschine habe, dass ich einen Platz habe, wo ich meine ganzen Leinwände hinstellen kann. Ich habe einen Platz, wo ich mein Art Journaling machen kann, zeichnen kann. Ja? Und das wäre halt, wenn ich mit jemandem zusammen wohnen würde, wahrscheinlich nicht so ohne weiteres möglich, ja.
es ist einfach perfekt da herinnen. Ich gehe durch das Naturhistorische Museum durch, komme dorthin, wo die normalen Besucher nicht hinkommen. Ich kann mir in Ruhe meine Präparate anschauen. Klar, ich muss meine Arbeit machen, aber ich habe effektiv Zeit und vor allem eine Ruhe. Es sind keine Besucher da. Ich habe wirklich Zeit, und wenn du mit der Taschenlampe hinschaust, ergibt das alles wieder ein ganz anderes Bild als wie bei normalem Licht. Allein sein. Du kannst viel nachdenken drüber. Es kommt darauf an, auf was du nachdenken tust. Machst du dich selber fertig oder du denkst positiv und schaust da was an, was dir gefällt, was du fasziniert bist von den Vögeln oder was, die Federn her und alles. Ich will mich nicht selber fertig machen, weil Stress hat ja jeder. Auch jeder hat seine Probleme. Und da kannst du im Prinzip abschalten, was wesentlich ist. Man muss zu zweit sein. Es ist sicherlich gut, wenn man ab und zu allein ist. Es gehört dazu. Auch jeder ist froh, wenn er mal ein bisschen Pause hat. Aber im Prinzip allein sein, du magst dich fertig auch, wenn du nur allein bist. Es gehört der Partner auch, aber ich habe keinen Partner, keine Partnerin. Und ja, es geht auch. Sicher hast du deine Probleme, wenn du nicht weißt, wo du hingehen sollst, mit wem sollst du reden oder sonst irgendwas. Dann komm her und red mit die Viecher. Ja, die hören mir wenigstens zu und geben mir keine blöde Antwort.
Oi, der Mensch, na bosse vedom parschoin, a stoib, was blidi nit ber Oi, der Mensch, a so ist sein Steiger schoin, verschwindt wie Schotten, wie stolz zergrischelt wird. Ein Mensch ist nur ein Mensch und seine Tag nur eine Nacht. Wie gut er soll nicht sein, bleibt er ein bisschen schlecht. Jetzt lass ihm Motemen, jetzt lass ihm Cholemen. Schenk ihm Treist, jeder an euch, wann noch ein Mann. Sei nicht Gott zu streng mit ihm, nur hoffenlos. Vermischet nicht, nur mischet ihm mit rechter Moos. Weil ein Mensch ist ein Mensch, ist ein Mensch, ist nur ein Mensch.